Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas Besonderes sprechen. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Liebe auf den ersten Blick? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube daran. Manchmal sieht man jemanden und fühlt sofort eine starke Verbindung. So geht es mir auch. Ich denke, Liebe auf den ersten Blick ist, wenn man jemanden sieht und einfach weiß, dass er oder sie ganz besonders ist. Es ist wie ein magischer Moment. Ja, ich habe viele Geschichten über Liebe auf den ersten Blick gehört. Manche Menschen sagen, es ist wie ein Funke, ein Gefühl, das dein Herz schneller schlagen lässt. Ich stimme zu. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich den Bruder meiner Freundin Sarah gesehen habe. Er stand auf der anderen Seite des Raumes und ich fühlte, wie mein Herz raste. Es war, als ob die Zeit für einen Moment stillstand. Das klingt sehr romantisch. Ich habe eine ähnliche Geschichte. Ich habe ein Mädchen namens Emily in einem Café getroffen. Als ich ihr Lächeln sah, verspürte ich ein warmes Gefühl in mir. Ich wusste, dass ich mit ihr sprechen wollte. Das ist eine schöne Geschichte, Tom. Hast du mit Emily gesprochen? Ja, das habe ich. Ich bin zu ihrem Tisch gegangen und habe Hallo gesagt. Wir haben lange geredet und viel gelacht. Es war der beste Tag. Ich liebe es, das zu hören. Ich denke, Liebe auf den ersten Blick ist nicht nur eine Frage des Aussehens. Es geht auch um das Gefühl, das man hat, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht. Da bin ich ganz deiner Meinung. Als ich Emily sah, hatte ich das Gefühl, dass sie freundlich und nett war. Unser Gespräch war einfach und lustig. Genau. Manchmal trifft man jemanden und hat das Gefühl, ihn schon lange zu kennen, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Ja, das stimmt. Ich denke, Liebe auf den ersten Blick kann zu einer tiefen Verbindung führen. Es ist wie der Beginn einer schönen Geschichte. Ich glaube, dass viele großartige Liebesgeschichten mit diesem ersten Moment beginnen. Es ist ein Moment voller Hoffnung und Möglichkeiten. Ich frage mich, ob Liebe auf den ersten Blick jedem passiert. Denkst du, es ist häufig? Ich denke, es ist häufig, aber nicht jeder erlebt es. Manche Menschen verlieben sich langsam, während andere sofort diesen Funken spüren. Das macht Sinn. Ich habe mit meinen Freunden über Liebe auf den ersten Blick gesprochen. Einige glauben daran, andere nicht. Ja, ich habe unterschiedliche Meinungen gehört. Manche Leute sagen, es sei nur eine Schwärmerei, keine echte Liebe. Das verstehe ich. Eine Schwärmerei basiert oft auf dem Aussehen, aber Liebe auf den ersten Blick fühlt sich tiefer an. Es ist eine starke emotionale Reaktion. Ich stimme zu. Als ich den Bruder von Sarah sah, fühlte ich eine Verbindung, die ich nicht erklären kann. Es war mehr als nur ein hübsches Gesicht. Es ist interessant, wie unser Herz funktioniert. Manchmal fühlen wir Dinge, die unser Verstand nicht erklären kann. Ja, Liebe ist ein Geheimnis. Ich denke, das ist der Grund, warum sie so schön ist. Ich habe eine Frage, Alice. Glaubst du, dass Liebe auf den ersten Blick auch dauerhaft sein kann? Das ist eine gute Frage, Tom. Ich glaube, dass Liebe auf den ersten Blick zu einer dauerhaften Beziehung führen kann, aber es hängt von den beteiligten Personen ab. Sie müssen daran arbeiten, ihre Liebe im Laufe der Zeit aufzubauen. Ich stimme zu.
Der erste Moment ist sehr besonders, aber Liebe braucht auch Pflege, Vertrauen und Kommunikation, um zu wachsen. Ja, Liebe ist wie eine Pflanze. Sie braucht Wasser und Sonnenlicht, um zu gedeihen. Der Funke der Liebe auf den ersten Blick ist nur der Anfang. Ich denke, viele Paare, die Liebe auf den ersten Blick erleben, haben später oft eine starke Bindung. Sie erinnern sich an diesen ersten Moment und fühlen sich glücklich, sich getroffen zu haben. Das stimmt. Ich hoffe, dass ich eines Tages Liebe auf den ersten Blick wieder erleben kann. Es war ein magischer Moment für mich. Das wünsche ich dir auch, Alice. Liebe ist ein wunderbares Gefühl und jede Erfahrung lehrt uns mehr über uns selbst. Tom, erinnerst du dich an Einzelheiten von dem ersten Mal, als du Emily gesehen hast? Ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Ich saß an einem kleinen Tisch am Fenster. Emily kam in einem blauen Kleid herein. Sie sah so glücklich und voller Leben aus. Das klingt schön. Was hast du in diesem Moment gefühlt? Als ich sie sah, begann mein Herz schnell zu schlagen. Ich fühlte ein warmes Gefühl in meiner Brust. Es war, als würde ein Licht in mir angehen. Das kann ich mir vorstellen. Es ist erstaunlich, wenn man sofort so starke Gefühle hat. Nachdem wir gesprochen hatten, war ich mir noch sicherer, dass wir eine besondere Verbindung hatten. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht und uns am nächsten Tag wieder getroffen. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Liebe auf den ersten Blick zu einer echten Beziehung führen kann. Ich hoffe, du und Emily seid glücklich zusammen. Danke, Alice. Wir sind sehr glücklich. Wir sprechen oft über diesen ersten Tag und wie er unser Leben verändert hat. Ich liebe das. Es ist wunderbar, eine Erinnerung zu haben, die man immer schätzen kann. Ja, solche Erinnerungen machen das Leben schöner. Ich glaube, dass Liebe auf den ersten Blick ein Geschenk ist. Tom, denkst du, dass Liebe auf den ersten Blick in Filmen anders dargestellt wird als im wirklichen Leben? Ich denke, es ist ein bisschen anders. In Filmen ist Liebe auf den ersten Blick oft sehr dramatisch. Die Musik ist laut und der Moment ist perfekt. Ja, ich habe viele Filmszenen gesehen, in denen sich zwei Personen treffen und sich sofort verlieben. Es ist sehr romantisch. Im wirklichen Leben kann der Moment einfacher sein. Er kann an einem ruhigen Ort passieren, wie in einem Café oder einem Park. Ich stimme zu. Das echte Leben ist nicht immer wie ein Film, aber die Gefühle können genauso stark sein. Manchmal machen die kleinen Details den Moment besonders. Ein Lächeln, ein Blick oder ein nettes Wort können alles verändern. Das ist wahr. Ich denke, dass Liebe auf den ersten Blick mehr von der Verbindung zwischen zwei Menschen abhängt. Ja, und diese Verbindung ist es, die den Moment magisch macht. Sie ist echt und ehrlich. Ich glaube, dass sowohl in Filmen als auch im echten Leben Liebe auf den ersten Blick uns die Schönheit menschlicher Emotionen zeigt. Da stimme ich zu. Egal ob dramatisch oder einfach, das Gefühl der Liebe ist immer besonders. Tom, denkst du, dass Liebe auf den ersten Blick eher in der Jugend oder im Alter passiert? Ich denke, es kann in jedem Alter passieren, aber ich habe viele junge Menschen erlebt, die es erfahren. Wenn man jung ist, fühlt sich alles neu und aufregend an. Ja, ich erinnere mich an meine erste Schwärmerei, als ich ein Teenager war. Ich hatte damals so viele starke Emotionen. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich sah ein Mädchen in meiner Klasse und dachte, sie sei die schönste Person der Welt. Mein Herz raste jedes Mal, wenn ich sie sah. Das ist auf jeden Fall Liebe auf den ersten Blick. Aber ich glaube auch, dass ältere Menschen es erleben können. Sie haben vielleicht mehr Lebenserfahrung und wissen, was sie wollen.
Das ist ein guter Punkt. Manchmal erkennt man, wenn man älter ist, das Gefühl der Liebe auf den ersten Blick klarer. Man versteht, dass es etwas Besonderes ist. Ja, ich denke, das Alter spielt keine Rolle, wenn es um Liebe geht. Was zählt, ist das Gefühl in deinem Herzen. Ich stimme zu. Liebe ist zeitlos. Sie kann passieren, wenn man jung ist oder wenn man älter ist. Tom, denkst du, dass Liebe auf den ersten Blick immer etwas Gutes ist? Ich glaube, dass Liebe auf den ersten Blick eine schöne Erfahrung ist, aber sie kann auch kompliziert sein. Manchmal ist das Gefühl sehr stark, aber die Beziehung funktioniert vielleicht nicht. Das stimmt, ein starkes Gefühl bedeutet nicht immer, dass die Beziehung von Dauer ist. Es ist wichtig, sich gut kennenzulernen und zu kommunizieren. Ja, Liebe auf den ersten Blick ist nur der Anfang. Nach diesem Moment muss man Zeit miteinander verbringen, reden und einander verstehen. Ich denke, viele Menschen lernen aus ihren Erfahrungen. Selbst wenn eine Beziehung nicht von Dauer ist, kann das Gefühl der Liebe auf den ersten Blick dir etwas über dein Herz beibringen. Ich stimme zu. Jede Erfahrung mit Liebe lässt dich wachsen und hilft dir zu verstehen, was du wirklich willst. Tom, hast du Liebe auf den ersten Blick schon einmal mehr als einmal erlebt? Ja, das habe ich. Ich denke, Liebe auf den ersten Blick kann im Leben viele Male passieren. Jedes Mal ist es anders, aber das Gefühl ist immer besonders. So empfinde ich das auch. Ich hatte einige Momente, in denen ich jemanden sah und diesen Funken fühlte. Es ist jedes Mal wie ein neues Abenteuer. Ich glaube, dass jede Erfahrung dir etwas Neues beibringt. Selbst wenn du nicht mit dieser Person zusammenkommst, lernst du etwas über Liebe und über dich selbst. Ja, jeder Moment ist eine Chance zu wachsen. Ich schätze diese Erinnerungen, selbst die, die nicht zu einer langen Beziehung geführt haben. Ich stimme zu. Liebe auf den ersten Blick ist ein Teil der Reise des Lebens. Sie zeigt uns die Schönheit menschlicher Verbindungen. Tom, denkst du, dass Liebe auf den ersten Blick in deiner Kultur häufig vorkommt? Ja, ich glaube, es ist häufig. Viele Menschen in meiner Kultur sprechen über ihre Erfahrungen mit Liebe auf den ersten Blick. Es ist ein beliebtes Thema in Filmen, Liedern und Geschichten. In meiner Kultur sprechen wir auch über Liebe auf den ersten Blick. Es wird als romantische und magische Erfahrung angesehen. Ich denke, dass Liebe universell ist, aber die Art und Weise, wie Menschen darüber sprechen, kann unterschiedlich sein. Manchmal ändern sich die Worte und Ideen, aber das Gefühl bleibt dasselbe. Das stimmt. Egal woher man kommt, Liebe auf den ersten Blick ist eine starke Emotion. Ich liebe es, dass wir unsere Erfahrungen teilen und voneinander lernen können. Das macht unser Gespräch noch bereichernder. Ja, über Liebe auf den ersten Blick zu sprechen, hilft mir, meine eigenen Gefühle besser zu verstehen. Ich fühle mich glücklich, solche Momente in meinem Leben zu haben. Ich empfinde das genauso, Alice. Liebe auf den ersten Blick ist ein schöner Teil unserer menschlichen Erfahrung. Tom, was denkst du, ist der wichtigste Teil von Liebe auf den ersten Blick? Ich glaube, der wichtigste Teil ist das Gefühl der Verbindung. Wenn man jemanden sieht und diesen Funken spürt, ist das ein Zeichen, dass man für die Liebe offen ist. Ich stimme zu. Dieses Gefühl macht den Moment besonders. Es ist wie eine Tür, die sich zu einer neuen Möglichkeit öffnet. Ja, Liebe auf den ersten Blick gibt dir Hoffnung. Sie zeigt dir, dass da draußen jemand ist, der dein Herz zum Singen bringt. Ich denke auch, dass der Mut, auf dieses Gefühl zu reagieren, wichtig ist. Nach dem Moment der Liebe auf den ersten Blick muss man mutig genug sein, Hallo zu sagen und ein Gespräch zu beginnen. Das ist sehr wahr.
Viele Menschen fühlen sich nach einem starken ersten Eindruck schüchtern, aber diesen Schritt zu machen kann zu etwas Wundervollem führen. Ich glaube, dass jede großartige Liebesgeschichte mit einem kleinen Schritt beginnt. Es ist wie das Pflanzen eines Samens, der zu einer schönen Beziehung wachsen kann. Ja, und manchmal wächst dieser Samen zu einer lebenslangen Bindung. Liebe auf den ersten Blick ist nur der Anfang einer wunderbaren Reise. Ich bin sehr glücklich, wenn ich an Liebe auf den ersten Blick denke. Es erinnert mich daran, dass Liebe möglich ist und dass Magie im Alltag existiert. Ich stimme zu, Alice. Liebe auf den ersten Blick ist eine schöne Erfahrung, die das Leben interessanter macht. Sie zeigt uns, dass unsere Herzen immer offen für neue Möglichkeiten sind. Danke, dass du mit mir über Liebe auf den ersten Blick gesprochen hast, Tom. Ich habe es genossen, deine Geschichten und Ideen zu hören. Danke, Alice. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Es ist immer schön, Gefühle über Liebe und Verbindung zu teilen. Ich habe das Gefühl, dass wir beide heute etwas Neues gelernt haben. Liebe auf den ersten Blick ist eine besondere Erfahrung, die wir schätzen können. Ja, jedes Mal, wenn wir über Liebe sprechen, fühle ich mich mehr mit meinen eigenen Gefühlen verbunden. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, darüber nachzudenken, was Liebe bedeutet. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr über Liebe und andere Themen sprechen. Ich lerne immer so viel von dir. Ich stimme zu. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke nochmal für das schöne Gespräch, Alice. Gern geschehen, Tom. Hab einen schönen Tag. Ich hoffe, du erlebst viele weitere magische Momente in deinem Leben. Danke, Alice. Ich wünsche dir das Gleiche. Auf Wiedersehen für jetzt. Auf Wiedersehen, Tom. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.